Hey Host, das ist ein Sternchen, was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Teil Tanky Online. Natürlich, wie sollte es anders sein, auf meinem wunderschönen großen Account, der Countdown zu Tanky Classic. Er tickt und er tickt und er tickt. Aber in der Zwischenzeit haben wir hier Ricochet und Hunter. Ricochet mit Berserker und Hunter mit Lebensritter, glaube ich. Ja, schauen wir mal, was wir denn damit aufreißen, zerreißen und allgemein reißen können. Wie so ein hungriger Berserker. Reißen wir unsere Beute hier. Ich habe mir schon fast eine philosophische Frage gestellt, bevor wir hier in ein Match reingehen. Lass uns mal einen Container öffnen. Ich habe mir eine schon philosophische Frage gestellt, könnte man sagen. Was bei den nächsten 50er-Rabatten hole ich mir denn? Leute, wartet nicht auf die 30er, wartet auf die 50er, ja? So, wie im richtigen Leben. Naja, aber jetzt mal ehrlich. Wer Kristalle sparen will, wartet auf Rabatte, bei denen es 50% gibt. Nutzt nicht eure Kristalle für die 30er%, ne? Oh! Ich glaube, die Wahl der Waffe ist heute gefallen. Ja, alles klar. Ja, super. Okay, wir benutzen heute kein Berserker Rico. Nee, wir benutzen heute Shaft Stellarator. Ist ja auch egal. Jedenfalls dieses Ding benutzen wir heute. So, es hat sich entschieden. Ja. Was kann überhaupt das Ding? Was kann überhaupt diese Variation? Schüsse im Scharfschützenmodus verursachen immer maximalen Schaden. Ausgestattet mit einem experimentellen Hochleistungsreaktor erreichen die Kondensatoren jetzt fast sofort ihre maximale Ladung. Huch. Na gut, okay, ist ja auch egal. Entschuldigung? Alles klar? Ja, okay, dann gehen wir mal rein und dann schauen wir mal, wie maximal geladen wir denn so sind. Ja, aber gut, okay, also bei den Rabatten. Ich habe, also das, was ich eigentlich brauche, das, was ich will, das habe ich schon. Brauche ich Spinne beispielsweise als Schutzmodul komplett voll verbessert? Ich glaube nicht. Wir müssen hier so Quickscopen, wurde mir gesagt. Wir müssen so Quickscoping. So, machen wir. Quickscoping à la 900? Was? Das war ja wohl quicker als quick. Was soll denn das? Habt ihr das gesehen? Das war ja wohl quickity quick. Ja, so aber. Ich dachte, wieso? Mir wurde doch gesagt, ich soll quickscopen. Belogen und betrogen wurde ich. Na gut, okay, jedenfalls, vielleicht sollte ich das versuchen einfach nur, aber ich muss es nicht. Ja, kann sein. Okay, alles klar. Ja, jedenfalls, das ist die Variation. Macht brutalen Schaden. Und das Interessante an dieser Variation ist aber noch, dass das nicht mal abhängig von eurer MK-Stufe ist, so wie ich das mitbekommen habe, so wie ich das erfahren habe. Ja, komm, also, ich bitte dich. Das war ja jetzt wohl auch wieder gesquibbity-squopped. Hallo? Das ist übrigens ein offizielles Wort. Schaut im Duden nach. Naja, also ich habe das ja, was ich brauche. Und wie gesagt, Spinne brauche ich nicht wirklich. 3300, das ist schon nicht schlecht. Dann Drohnen. Ich nutze eigentlich nur Brutus. Das, was mich halt stört an den anderen Drohnen ist, okay, die bringen dir mehr Schaden und alles mögliche oder mehr Schutz und so weiter und so fort. Das ist alles in Ordnung, alles gut. Aber der Verbrauch der zusätzlichen Einheiten, ja, der damit einhergeht, das ist so das, was mich stört an der ganzen Sache. Und das ist auch der Grund, warum ich halt so wenig, in Anführungsstrichen so wenig, zack hier, Schadensverstärker habe. Ja? Also es sind noch immer über 100.000, aber im Vergleich zu den anderen natürlich deutlich weiter drunter. Einfach weil ich ja eine sehr, sehr lange Zeit einfach mit Dings gespielt habe, ne? mit der Boosterdrohne. Gut, aber wenn ich jetzt nicht wüsste, was ich jetzt halt unbedingt verbessern will, klar, ich könnte natürlich halt so lange meine Kristalle sparen, bis was
rauskommt, irgendwas Neues rauskommt, was man halt verbessern könnte. Granaten wären ja auch so ein Ding, ne? Granaten wären so ein Ding, da haben wir ja noch ein paar freie Flächen. Muss ich wirklich warten, bis ich in dem Zielmodus bin? Kann ich nicht einfach hier den Squibbity-Squab-Squab machen? Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen... Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Wo ist denn der hier? Gib mir mal... Ist euch das eigentlich aufgefallen? Also vielleicht Granaten, wer weiß. Keine Ahnung. Aber gut, noch dauert es ja bis zu den nächsten Rabatten. Ist euch das mal aufgefallen, dass jetzt auch immer mehr chinesische Spieler am Start sind? Ich wollte doch eigentlich nur den Squibbity-Squab-Squab machen. Aber jetzt können wir keinen Squibbity-Squab-Squab machen. Aber vielleicht können wir den machen. Jawohl, 3300. Ja. Ist euch das mal aufgefallen? Oder geht's nur mir so? Haben die alle Server zusammengewürfelt? Zusammengewürfelt. Vielleicht auch zusammengewürfelt. Zusammengeführt? Zusammengekleistert hier? Na, kommt. Ja. Aber gut, diese Schaftvariation an sich, die hat das schon in sich. So, müssen wir mal gucken. Wo ist denn hier ein Gegner? Wo sind denn hier schon wieder alle? Alle wieder abgehauen, oder was? Ah, guck mal hier. Oh, da sind die Nerven mit mir durchgegangen. Nein, aber das Interessante an dieser Schaftvariation ist, du machst halt konstanten Schaden. Ja. Das ist halt krass und wirklich unabhängig. Alles klar. Unabhängig davon, wie deine MK-Stufe und so aussieht oder wie lange du halt eben zielst. Ne, Voraussetzung ist, okay, ja, geh halt in den Zielmodus, aber ansonsten knallt das Ding ordentlich rein. Wie gesagt, unabhängig davon, wie stark habt ihr Schaft verbessert, wenn ihr Schaft MK0 habt oder sowas, MK-35, spielt keine Rolle, ihr macht Schaden. Vielleicht könnte das auch etwas sein, was als Variation so oder so ähnlich auch anderen Waffen eventuell zur Verfügung stehen könnte. Aber halt die halt zwei verschiedene... schade. Die halt zwei verschiedene Modi haben. Ja, um es mal so zu formulieren. Also beispielsweise Tesla. Du kannst ja bisschen machen. Ja, aber du kannst natürlich auch dein Tesla Energieblitz schleudern, ne? Das ist halt sowas wie, ja, der Blitz macht maximalen Schaden, ist aber extrem langsam oder sowas, ne? Also irgendwas wird man sich da sicherlich überlegen können. Aber dass das halt beispielsweise wie Adrenalin beispielsweise, ja, halt eben auch anderen zur Verfügung steht. Nicht allen, das macht vielleicht nicht überall Sinn, aber da, wo es sinnvoll sein könnte, könnte man das natürlich eventuell einfügen. Oder Striker, ja, dass halt da einfach dann die ja, wir haben ja auch Qualität statt Quantität, ne? Als Variation, zack, sehr, sehr schön. Und ja klar, da wäre es natürlich auch denkbar, dass dann halt, aber die auch einmal komplett, ja, weiß ich nicht. Wenn ich so darüber nachdenke, nee, eigentlich nicht. Nee. So wie ich das jetzt formulieren würde es keinen Sinn ergeben. Aber gut, okay, ich sag's mal trotzdem, ja, der Vollständigkeit halber. Ich dachte mir, du zielst halt auch, visierst halt den Gegner an mit Striker und dann kommt da aber nur eine Rakete eventuell raus, aber die knallt dann rein. Okay, so oder so ähnlich kennen wir das schon. Aber auch wieder mit konstantem Schaden und nicht so Pi mal, ach, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, werden wir mal gucken müssen, ne? Natürlich ist es trotzdem irgendwo sinnvoll, wenn man dann im Arcade-Modus spielt, ja, was so Schaft angeht, dass man dann trotzdem einen soliden Grundschaden hat, ne? Also, ich muss noch mal das Ganze, ich muss damit klarkommen, dass ich ja, ach verdammt, ja, so weit runter geht's nicht. Ich muss ja gar nicht mehr durchziehen, ich kann ja einfach, zack, ja, daran muss ich mich noch gewöhnen. Aber gut, das ist das Coole an dieser Variation, ja, lustig, dass ich die jetzt auch habe, witzig. Und ja, gut, 3-3. Ich bin jetzt hier nicht so der Profi, aber 2200. Ja, nicht schlecht, ne, wenn sie hier natürlich mit Schutz und mit allem drum und dran hier rumcruisen.
dann bringt mir das alles nicht viel. Aber ja, jedenfalls eine interessante Variation, wenn man sie hat, für Leute, die halt Schaft nicht verbessert haben. Aber wie gesagt, ne, das Ganze gilt nur für den Zielmodus. Alles andere ist natürlich davon nicht betroffen. Ne? Die ganz normalen Schüsse, da muss man halt noch immer Schaft komplett ausgebaut haben, wenn das da ordentlich an Schaden drücken soll. Ne? Aber wie gesagt, ansonsten, zack, macht halt maximalen Schaden, ist halt wirklich brutal. Ja, komm, nimm dir ruhig, Tiger, nimm dir. So. Ja, also das lohnt sich schon gewaltig. Gut, die 800 jetzt hier, naja, ich habe ja, also man kann natürlich den Schaden erhöhen, indem man halt alles raufpackt, was halt Schaden erhöhen kann. Aber abgesehen davon erhöht es gar nicht den Schaden. Nein, Spaß. Ja, abgesehen davon, jetzt weiß ich auch nicht mehr, was ich sagen wollte. Jetzt habe ich mich hier, egal, nicht so wichtig. Gut. Ist hier einer? Ist das ein Gegner? Nee, Quatsch, die gehören alle zu uns. So, wo sind die denn alle hier? Hallo? Hallo? Hallihallo? Sag mal, wo seid ihr denn? Wo sind denn die ganzen Gegner? Wo sind die denn? Kann hier mal einer spawnen? Da so? Ja. Gut. Ne, aber das Coole ist, also du musst ja jetzt wirklich nicht mehr durchziehen mit Schaft. Das ist ganz angenehm. Wirklich einmal nur ganz kurz zielen und dann hat sich die Sache erledigt. Ja, komm, fahren wir weiter. Haben wir überhaupt hier noch Gegner? Das ist auch eine berechtigte Frage, die man hier stellen kann, so wie es gerade aussieht. Also irgendwie kommen die scheinbar auch gar nicht aus ihrer Basis raus. Ne? Die werden alle schon irgendwie vorher alle abgeholt. Da kannst du ja gar nichts mehr machen hier. Da kannst du ja gar nichts. Ach, komm. Ah, schade. Ey, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Huch. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst hier. Ja, gut, vertikal geht aber leider nicht so viel, ne? Also das ist ein bisschen schade. Schade, aber okay. Einer hier mit Schutz gegen mich, das ist in Ordnung. Ja. 7-4. Also eigentlich wollte ich ja Ricochet spielen, aber gut. Wenn man jetzt schon die Möglichkeit hat, ja, dann nehmen wir die auch, ne? Dann nehmen wir auch die Möglichkeit und dann ist alles super. So, huch. So, zack. Ja, wunderbar. Vielleicht ganz praktisch für Leute, die es halt nicht mögen, ne? So durchziehen zu müssen, ja, was Schaft angeht. Weil klar, es ist natürlich auch wertvolle Zeit, die drauf geht. Wenn du halt gerade beispielsweise sowieso angeschossen wirst von irgendeinem Gegner, ne, dann willst du halt vielleicht nicht erstmal hier warten, bis du da deine volle Energie hast, ja, sondern willst dann lieber natürlich direkt den Schaden machen. Und das ist wirklich, ach verdammt, das ist wirklich ganz, ganz cool. So. Ach, was? Ich hab mal jetzt mir so eine Strichliste gemacht, ne, weil es gibt halt Tage, da ist das Matchmaking wirklich sehr, 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 sehr ekelhaft, ne? Und ich habe 10-mal, ich habe eine Strichliste gemacht. 10-mal verloren, 2-mal gewonnen und dann das nächste habe ich nochmal gewonnen. Also am Ende war es halt 10-3. Aber trotzdem, 10-mal verloren, 3-mal gewonnen und ja, das war wirklich, wirklich toll. Dass ich jetzt hier 2-mal im Gewinnerteam gelandet bin, das heißt eigentlich nichts Gutes, um ehrlich zu sein. Das heißt jetzt eigentlich, dass ich die nächsten 3 Monate nur noch entsprechend hier verlieren werde. 2 Leute, Schutz, okay, gut, gucken wir mal. So, stellen wir uns hier einfach mal hin. Meine Güte, heute ist die Stimme aber komplett weg. Ja. Na, wo seid ihr denn? Vielleicht muss ich mal einen Schluck Wasser nehmen. So, jetzt mit einer Hand steuern. 6600, ne? Also wenn die Leute keinen Schutz drauf haben und so und du machst ordentlich Schaden, die sind weg, ja, die sind weg. So, wir gehen gleich zu den Punkten, aber zunächst einmal warten wir mal ab. Zack, da kommt der nächste, 3300. Gut, den kriegen wir so natürlich nicht mit. Ich kann natürlich mal die Booster-Drohne mit reinnehmen. Warum denn nicht? Können wir damit mal ausprobieren. Jetzt, ja, alles klar, wunderbar.
Es schaukelt mehr als ein Schiff bei Wellengang, du. So. Alter. So. Okay, wenn ich jetzt drauf gehe, ne, dann schnapp ich mir... Ja, super. Na komm. Du fährst doch bestimmt gleich hier wieder raus. Wehe, du fährst raus. Hallo? Wo seid ihr denn hier alle schon wieder? Sag mal. Warte mal, hier neben mir steht einer. Also, alles klar. Hui, wir drehen uns im Kreis. Tja. Eigentlich will man ja die Vorzüge von sowas... Alter, das kann doch nicht wahr sein. Da war ich wieder ein bisschen zu flink unterwegs. Eigentlich will man die Vorzüge zeigen und dann passiert überhaupt nichts. Guten Tag. Jetzt. Zack. Sehr, sehr schön. Gehen wir drauf? Nee, noch nicht. Wir haben noch eine Chance bekommen. Ja, ein bisschen zu schnell gewesen. Also man muss wirklich diesen Zielmodus sehen können. Das war leider zu schnell. Das wäre aber natürlich echt cool. Okay, wir nehmen uns jetzt aber mal hier Booster drin. Booster komplett voll, ne? Und dann gucken wir mal, wie viel Schaden wir jetzt damit rausscheppern, wenn wir hier nochmal extra Schaden haben. So. Wo sind denn die Gegner? Wo haben wir sie denn? Fahren wir einfach mal in die gegnerische Basis, da werden sie ja irgendwo sein müssen. Da ist der Kollege hier, guck mal. Können wir den einfach anschießen? Was? Wieso hatten der so wenig bekommen? Macht Booster? Ich hätte jetzt gedacht, dass Booster nochmal den Schaden erhöht, aber der hat so wenig bekommen. Ja, wir probieren es mal nochmal. Es sollte ja jetzt funktionieren. Okay, so, wir stellen uns jetzt nochmal hier hin, gucken wir mal. Guck mal, da ist wieder der Kollege. Gut, der Kollege ist weg. Aber irgendwann muss ja ein anderer Kollege kommen, ne? Irgendwo. Ah, siehst du? Ah, das sah schon mal besser aus. Das sah doch schon mal besser aus. Aber ich würd gerne sehen, ja, wie jemand wirklich den vollen Schaden abbekommt. Ja, wie jemand wirklich einmal komplett alles abbekommt. Aber wo sind die denn hier schon wieder alle? Hallo? Jetzt kommt doch mal hier rausgefahren. Ach, verdammt. Wir werden es gleich nochmal versuchen. Alles gut. Wir haben Zeit. So. Ja, hau nicht ab. Oh. Da stehen einfach... Da stehen sie alle wieder. Ne? Ja, ist okay. Ist okay. Und die ganze Zeit ging meine Heilung nicht an. Ach, ey. Ja. Ich würde euch ja wirklich die volle Breitseite hier geben, aber ich krieg's nicht hin. Ich krieg es nicht hin. So, aber glaubt mir, an sich ist das eine gute Variation, ja? Ist ein guter. So. Der will nur spielen. 7400, ey. Das ist das, was ich sehen wollte. Ja, das ist das. Zack, das ist doch das, was ich hier die ganze Zeit sehen will. Und ja, dadurch, dass wir natürlich nicht komplett durchziehen müssen, ist halt natürlich der Vorteil, dass wir viel mehr Schüsse auch geben können. Also das heißt, wir können hier so richtig schön schnelles Feuer geben, aber, und das ist halt das Coole, das ist halt diese tolle Situation jetzt gewesen, die ich eigentlich haben wollte, wir können schnell Feuer geben und immer mit maximalem Schaden. Ne? Das ist halt das Erstaunliche an dieser Variation. Immer maximaler Schaden in so kurzer Zeit. Und man hat es ja gesehen, ne? Also das ist halt wirklich die Stärke dieser Variation. Genau. Aber wie gesagt, man muss halt natürlich erstmal in den Zielmodus reingehen. Ne? Also man kann hier nicht sozusagen dieses Schnellfeuer im Arcade-Modus machen. Das geht nicht. Aber wenn man halt kurz in dem Zielmodus ist, dann haut das Ding aber wirklich brachial raus. Gut, ja, fand ich schön, dass ich das jetzt hier wenigstens nochmal so kurz vor knapp einfangen konnte, damit man das mal wenigstens gesehen hat. So,
Ja, gehen wir mal ganz kurz zurück hier. Na, schade. Da war ich wieder ein bisschen zu flink unterwegs. Ja. Gut. Ja, man muss sich ein bisschen daran gewöhnen. Aber ansonsten, wenn man es dann mal hat, so, ne, dann geht's. Ja. Man muss halt einfach nur, man muss jetzt einfach halt nur akzeptieren. Du musst nicht mehr durchziehen hier, sondern kurz mal hier rein da und dann hat sich die Sache erledigt. Dann kriegen die den Schaden ihres Lebens, wenn natürlich nicht meine eigenen Teamkollegen die Gegner blockieren würden. Aber gut. Also, da habe ich mich jetzt gut nach oben gearbeitet. Der Anfang war, naja, semi, ne, aber ja. Der Rest, der spricht für sich. Also, eine coole Sache hier mit der Variation. Ich finde die auch nicht so, sag ich mal, so ekelhaft. Du kannst dich natürlich versuchen, dagegen mit Schaftschutz zu stellen, ne? Aber ich finde Donner, genau, Donner ist eine ganz schlimme Variation. Boxer für Hammer finde ich schlimmer, genauso wie für Tesla, ja, mit der Schocktherapie. Ich finde diese nochmal um einiges schlimmer. Aber, ja, und das hat man hier ganz gut gesehen, nichtsdestotrotz der Schaden, den man hier den Leuten einfach mitgibt, der ist unnormal. Ne, der ist unnormal. Ja. Also wirklich krass. Ne? Wirklich, wirklich krass. So. Kriegen wir sogar. Wow. Alles klar. Ja, das war jetzt eigentlich das, was ich, wie gesagt, zeigen wollte. Mega coole Sache. Gut, für Berserker hat es heute nicht gereicht. Ja. 3-mal hintereinander gewonnen. Ich ahne Böses. Aber hey, macht es gut oder auch besser. Rinja, und ist ja klar. Wir sehen uns im nächsten Teil. Bis dahin, euch noch einen wunderschönen Tag. Und ja, wir sehen uns. Haut rein. Ciao, ciao. Rinja, ist ja klar. Und so weiter und so fort. Ciao.